Servus und guten Morgen zusammen. Ich bin hier in Livno, Bosnien und Herzegowina auf einem Segelflug Grand Prix. Das ist eine Qualifikation zur Weltmeisterschaft und ja, heute ist der erste Wertungstag und jetzt geht's los mit dem Eröffnungsbriefing. Welcome to Livno. Welcome to this small airfield with huge heart. Endlich gab es jetzt mal ein Update zur Abflugfreigabe. Die Linie öffnet jetzt in 12 Minuten um 14:10 Uhr Lokalzeit. Hat leider über eine Stunde gebraucht, bis wir da eine Information bekommen haben. Das ist irgendwo ein bisschen komisch, aber ja, man muss es entspannt sehen, man darf sich da nicht unter Stress setzen. Und ich habe eine super Ausgangslage, ich bin jetzt in 200.000 Meter. Und der Abflug, der wird in 2000 Meter, die maximale Abflughöhe, die beträgt dann 2000 Meter. Das Wetter hat sich auch ganz gut entwickelt. Es hat sich zum Glück noch nicht überentwickelt, aber es sind schöne Kumuli auf dem Weg, würde ich sagen. Ich vermute mal, dass man nicht nur am Hang fliegt, sondern dass man auch die Thermik nutzt, die doch ganz gut ist, so mit 2,5 würde ich sagen im Schnitt. Steigen mit den, jetzt haben wir halt 5 Meter, aber okay. Also schon wirklich knackige Steigwerte sind mit dabei. Es wird eine relativ schnelle Aufgabe, 208 Kilometer in etwa sind es. Und wir haben 1300 Meter dann noch, die wir in Höhe abfliegen können, die wir ja nicht gewinnen müssen, selber an Höhe. Und dadurch wird das Ganze sicher relativ schnell. Also ich vermute mal schon 130er Schnitt. Vielleicht auch 140 sollte machbar sein. Ich bin relativ entspannt, weil ich mich jetzt aus den ganzen anderen Pulks rausgehalten habe und alleine einfach selber Thermik gesucht habe. Das finde ich persönlich am geschicktesten im Wettbewerb. Vor allem, wenn man länger warten muss, dass man sich da noch nicht dem Stress vom Pulkfliegen aussetzt, sondern ein bisschen entspannen kann, selber nochmal schaut, wie die Thermik ist und wo man unter der Wolke die Thermik anfliegt, dass man da so das Tagesgefühl wieder bekommt. So, ich muss noch ein bisschen aufpassen, in 10 Minuten geht es jetzt los. Da kommt wieder ein Funkspruch gleich. Start line will open in 10 minutes. Hier kann man die Aufgabe ganz gut sehen. Wir haben hier eine schmale Abfluglinie, die ist nur 5 Kilometer breit. Dann gibt es im Prinzip so ein Jojo, erstmal Richtung Westen hier hinter. Das ist am Ende von den ganzen Berghängen und dem großen Tal, wo man auch einigermaßen auslanden kann. Dann geht es wieder zurück, noch ein Stück hinten raus. Und dann so zurück zum Platz mit einer Pflichtwende. Also es ist im Prinzip ein Jojo hier an der Rennstrecke entlang. Wir haben heute eher eine Südkomponente vom Wind her, deswegen kann man leider nicht die tollen Hänge nutzen, die ich im ersten Bosnien-Video gezeigt habe. Start line will open in 1 minute. Maximum altitude is
Start line open 1 minute. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Start line is open. Good luck. Good, looks like a good start. Das war auch erst mein erster Plan, aber ich wollte es halt nicht alleine riskieren. Die anderen haben es gemacht und haben ein paar Meter gut gemacht dadurch. Aber bis jetzt ist eh noch nichts gewonnen oder verloren. Das Wichtigste ist jetzt hier mit drin zu sein in dem Monsterbad. Boah, das sieht toll aus. Es ist irgendwas zwischen Humuli und Welle. Irre schöne, weiche Konturen. Vom Wind her wäre es jetzt gut, vor der Wende zu Kurbelhöhe nochmal zu machen, weil wir beim Kreisen dorthin versetzt werden. Natürlich die Frage, ob man jetzt im Hang zurückfliegt, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Beste ist. Der ist gut.
brauche ich etwas Luft zum Hang, dass ich kreisen kann, aber wenn man weiter trägt, dann geht es locker. Dann Speed is okay. Das war jetzt sehr, sehr schön. Das ist ein guter Bart und den habe ich jetzt alleine. Die anderen haben den nicht. Die können natürlich auch einen guten finden, aber ich bin relativ direkt jetzt geflogen. So ein paar Leute, die eigentlich führend waren, die sind jetzt einen größeren Umweg geflogen und dann auch noch auf der abgewandten Windseite. Das heißt, die haben eine deutlich größere Windkomponente, die sie jetzt dann zurücklegen müssen. Ich war jetzt hier mal in Ruhe hoch. Und dann schaue ich weiter. Und hier bei den Höhen, jetzt sind wir 2.500 Meter fast hoch, haben wir auch wieder einen geringen, oder ja, gar nicht so geringen Geschwindigkeitsvorteil durch die Luftdichte. Das heißt, unsere Ground Speed ist größer. Das wäre jetzt vielleicht schon der letzte Kreis. Hätte es schon sein sollen. Mal schauen, ob das jetzt noch geht. So, 3,0 Meter auf den kompletten Bart integriert. Ist nicht so verkehrt. Genau, jetzt fliegen wir halt einfach schön weiter nach Hause. Gleich noch 1000 Meter ungefähr. Bisschen Höhe drauf. Pass is just some meters above me. Yaragima 5K and C finish. Echo Mike 5K. Yaragima copy, runway use 13 left.
Okay, you're right hand, downwind, 1-3, Sierra, continue approach, runway 13, left Grasshopper. Oscar Sierra 1-3 left is in use, Oscar Sierra 1-3 left is in use. 1-3. Not 3-1, this is 3-1, this is the game. Okay, got it. Copy. Surface wind is a little bit stronger, so be careful with the low approach. Ich fand, das war ein super erster Wertungstag. Mit dem 3. Platz bin ich mehr als zufrieden. Kleinere Fehler habe ich gemacht, daraus kann ich auch ein paar Schlüsse ziehen und die Fehler mache ich hoffentlich nicht nochmal im nächsten Mal. Und ich habe auch versucht, in dem Video mal die Taktik dahinter oder die Fehler zu erklären und die Sachen, die ich vielleicht richtig gemacht habe oder besser gemacht habe als andere Piloten, sodass ihr fürs Streckefliegen, fürs Wettbewerbsfliegen auch was dazu mitnehmen könnt und vielleicht diese Fehler nicht macht. Sollte das Video euch gefallen haben, dann drückt gerne den Button für den Daumen nach oben und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr den Kanal auch gerne abonnieren und auf die Glocke klicken, sodass ihr auch die Benachrichtigung für das nächste Video bekommt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus!